Hallo meine lieben Gamer! Hier drin verbirgt sich das neue Logitech G923 Lenkrad, der Nachfolger des Erfolgslenkrads G29. Und in diesem Video machen wir erstmal ein schönes Unboxing, danach machen wir erste Praxistests und wir schauen uns mal an, was sich hinter diesem ominösen TrueForce verbirgt. Los geht's! Dann fangen wir an mit dem Unboxing und schauen wir mal, was sich alles in der Verpackung befindet. Zunächst mal schauen wir uns die Verpackung an. Wir haben natürlich den großen Schriftzug G923. Wir haben natürlich an der Vorderseite das neue Wheel und die Pedale dazu. An der Seite werden nochmal einige Funktionen erklärt von dem Wheel. Was es kann, das schauen wir uns sowieso noch speziell in einem eigenen Video an. Und ja, wir haben hier hinten auf der Rückseite noch ein paar Erklärungen, was alles an Technik verbaut ist. Unter anderem das berühmt-berüchtigte TrueForce-System, was ja eigentlich brandneu ist. Jetzt reißen wir das Teil aber auf. Wir haben eine Anleitung, eine Kurzanleitung mit, wie man das Gerät anschließt. Und ja, es geht weiter. Wir haben das Netzteil, externes Netzgerät mit dem Stromstecker. Ja. Ein Logitech G-Aufkleber, eine Kurzanleitung. Eine Werbung für Playseat, Kooperation und die Sicherheitsbestimmungen, die interessieren uns nicht. Weiter mit den Pedalen. Und die Pedale, wissen wir ja schon, die sind ja relativ ähnlich zu den Pedalen vom G29. Soweit ich das sehe, sind sie nur minimal anders und sie sind im Grunde immer noch genauso groß. Es geht weiter mit dem Lenkrad. Und das befindet sich hier. Und das steckt in der Verpackung drin. Wir haben natürlich das Lenkrad mit Basis, wir haben die Pedale, wir haben ein Netzteil, wir haben ein bisschen Beipackzettel und kleine Kurzanleitung. Hier unten schließt man die Pedale an. Hier ist auch das USB-Kabel. Und hier kann man auch optional noch den Shifter, die externe, separat erhältliche Gangschaltung noch mit anschließen. Und das Ganze wird hier unten, die Kabel kann man hier aufwickeln und die werden dann eben hier herausgeführt. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, meine lieben Leute, wie sich das Ding in der Praxis fährt und anfühlt. Ich habe das Wheel hier gleich mal an meinem Simrig befestigt, beziehungsweise, also man kann ja wahlweise das Wheel entweder anschrauben, das habe ich jetzt gemacht, oder eben mit den ziemlich praktischen Tischklemmen an dem Tisch dran klemmen. Das ist exakt genauso wie schon beim G29, können das Ganze mit entsprechenden Tischklemmen befestigen. Und wenn man das Wheel zum ersten Mal in den Händen hält, fällt eben gleich auf, es ist quasi wie das G29. Es ist äußerlich identisch. Es hat eine identische Bauweise. Zunächst mal, das Wheel ist genauso groß, genauso dimensioniert, hat auch dieselbe Oberfläche, eine Kunstlederüberzug, was ganz schön ein gutes Gefühl gibt, schön griffig. Wir haben die Tastenanordnung. Die Tasten sind exakt genauso angeordnet. Eben Steuerkreuz, die Action-Tasten, die Schultertasten und natürlich auch der Drehregler sowie die Plus-Minus-Tasten sind eben auch genau wie beim G29 angeordnet. Dasselbe gilt für die Schaltwippen, die genauso knackig auch wie beim G29 klacken. Einzig neu ist das große G als Logo in der Mitte von dem Lenkrad und das prangt auch an der Base, an der Lenkradbasis. Und die Lenkradbasis ist genauso dimensioniert. Das liegt natürlich auch daran, dass dort dieselben Motoren verbaut sind, wie ich jetzt inzwischen herausgefunden habe.
Es ist nämlich so, dass wir in der Basis es sind zwei Motoren verbaut, zwei Elektromotoren, die per Zahnradkranz am Wheel verbunden sind. Und das ist eigentlich tatsächlich genau dieselbe Technik wie beim G29. Allerdings eben mit einem Gimmick, nämlich True Force. True Force, dazu kommen wir gleich zu diesem neuen Feature. Die Motoren nochmal, die bieten im Grunde, weil die genauso dimensioniert sind, natürlich auch dieselben Force-Feedback-Effekte und dasselbe Drehmoment. 2,2 Newtonmeter, was jetzt eher natürlich in der Unterklasse angesiedelt ist in Sachen Gegendruck am Lenkrad. Grundsätzlich kann ich aber vorab schon sagen, ja, es ist genau dasselbe Force-Feedback-Gefühl wie am G29. Das Lenkrad ist kompatibel mit allen möglichen Rennspielen, allerdings dieses True Force-System ist nur bisher mit einer Handvoll Spielen kompatibel. Und unter anderem auch mit Assetto Corsa Competizione. Und das kann ich euch gleich mal zeigen, was das ist. Bevor man überhaupt losfährt, merkt man das schon, nämlich wenn der Motor startet. Der Motor startet und man hört es vielleicht ein wenig, man hört so ein Grummeln am Lenkrad und man merkt auch, aha, irgendwie ist da eine Vibration drin. Es ist ein Grummeln, als ob man quasi jetzt auch wirklich in einem echten Auto ist und der Motor läuft. Das merkt man am Lenkrad. Und das ermöglicht eben dieses True Force System, das eben diesen zusätzlichen Vibrationseffekt drin hat. Und dieser Effekt ist eben beispielsweise bei Assetto Corsa Competizione mit dabei, bei Gran Turismo Sport und nicht zuletzt auch bei Grid von Codemasters. Die Spiele schauen wir uns sowieso gleich noch an. Ich denke, auch in Zukunft werden natürlich alle weiteren Spiele diesen Effekt genauso drin haben. Und wenn man jetzt eben ein bisschen beschleunigt und losfährt, dann verstärkt sich dieser Vibrationseffekt. Klar, der Motor wird immer dreht ein bisschen auf und wird ein bisschen unruhiger, will ich sagen, und das merkt man am Lenkrad. Zusätzlich, und das ist jetzt eben das Interessante, zusätzlich hat man natürlich das normale Force-Feedback, also diesen Gegendruck am Lenker. Das ist nach wie vor der Effekt, genau wie beim G29, bloß obendrauf als Zusatzeffekt kommt eben dieses True Force, das eben noch eine Vibration erzeugt. Und das im Zusammenspiel ergibt eigentlich ein sehr, sehr atmosphärisches, oder wie soll ich sagen, ein sehr, sehr stimmiges Rennerlebnis. Dieses True Force System basiert auf dem Spielsound. Das heißt, der Spielsound wird irgendwie am Lenkrad eingespeist und in entsprechende Vibrationseffekte umgewandelt bzw. umgesetzt. Und das Ganze funktioniert erstaunlich gut und bringt auch tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr Fahrgefühl rein. Ich glaube jetzt nicht, dass sich dadurch die Rundenzeiten verbessern werden, aber es ist wie gesagt einfach ein schönes Mittel, um die Immersion im Renncockpit zu erhöhen. Der Nachteil von dem True Force ist, wie erwähnt, man hört's. Selbst im Stillstand, man merkt, das ist eben wie gesagt dieser True Force Effekt, diese Vibration, man merkt's, aber man hört's auch. Die Lenkradbasis arbeitet, man hört das. Und es klingt eigentlich, zunächst mal fast als wäre das Lenkrad kaputt. Es klingt so, es ist allerdings nicht so. Das ist eben Konzept von diesem True Force System, dass es eben dieses leichte Scheppern drin hat. Und ganz ehrlich, mit diesem True Force scheppert das G923 noch mehr als ein G29. Und das ist jetzt für mich mal der große Nachteil an der ganzen Geschichte, dass man es halt relativ deutlich hört, das Lenkrad. Es würde jetzt nichts machen, wenn ihr beispielsweise Kopfhörer aufhabt oder eine entsprechende Soundanlage, um das Ganze zu übertönen. Allerdings ist diese Option auch abschaltbar, dieses Feature. Und zwar, zumindest bei Assetto Corsa, kann man hier die True Force Audioverstärkung an- und abschalten. Aktuell steht sie auf 50% und die kann man eben entsprechend höher setzen oder runtersetzen. Und wenn man die ganze eben auf 0 setzt, dieses Feature, dann ist es eigentlich, fühlt sich das Wheel an, genau wie ein G29. Jetzt, man merkt schon, jetzt scheppert nichts mehr. Es ist auch komplette Ruhe im Lenkrad, auch wenn der Motor läuft. Und erst wenn ich quasi einlenke oder kräftig auf die Lenkung komme, merke ich, okay, jetzt kommt das normale Force Feedback. Aber, und das ist das Interessante, jetzt habe ich das Gefühl, es fehlt ein bisschen was. Es fehlt so das gewisse Etwas, nämlich dieses True Force, das ich jetzt gerade ja eben noch gespürt habe.
Das Wheel ist natürlich genauso kompatibel zu allen PS4-Rennspielen, genauso wie das G29. Also wenn ein Rennspiel ein Lenkrad an der PS4 unterstützt, wird auf jeden Fall das G29 und damit auch jetzt das G923 unterstützt. Am PC wird das sowieso unterstützt bei den meisten Rennspielen, dann kann man das entsprechend auch konfigurieren. Alternativ gibt es ja das G923 auch in einer Xbox-Version. Vormals war ja die Xbox-Variante, hat sich ja G920 genannt. Jetzt ist die Xbox-Variante, hat dieselbe Kennung, 923, allerdings ist es die Xbox-Variante dazu und nicht die PlayStation-Variante. Da muss man beim Kauf vielleicht noch ein bisschen aufpassen. Sieht man auch, dass der einzige Unterschied zwischen den beiden Geräten, dass die Buttons an der Unterseite am unteren Lenkradkranz eben unterschiedlich sind. Wir haben hier eine PlayStation-Taste und bei der Xbox-Variante gibt es eben die Xbox-Taste. Wir springen ins nächste Spiel, nämlich in Gran Turismo Sport. Ein Spiel, das auch den True Force-Effekt unterstützt. Allerdings ist der nicht einstellbar, der ist immer aktiviert und bringt ein ganz ähnliches Gefühl wie Assetto Corsa ans Lenkrad dran. Das heißt, man merkt auf jeden Fall, dass das Motorvibrieren am Lenkrad, bisschen dezenter das Ganze. Und natürlich das typische Force Feedback, das man eigentlich, wie gesagt, auch kennt vom G29. Also sprich, das fühlt sich genauso an und fährt sich wirklich genauso. Genauso wie beim G29. Es gibt einen Drehzahlmesser, der euch die aktuelle Drehzahl anzeigt per LEDs. Die sind allerdings jetzt anders. Die Farben haben sich geändert. Da zunächst erst grün angezeigt wird, dann rot und dann blau. Das war eben im G29 ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz einfach eine schöne Funktion. Und was sich auch geändert hat, noch eine Kleinigkeit, die ich ganz vergessen habe zum G29. Es gab beim G29 einen Wahlschalter zwischen PS3 und PS4 Modus. Beziehungsweise zwischen PS3 und PC und dem PS4 Modus. Wenn ihr das Lenkrad anschließt an das entsprechende Gerät, schaltet es automatisch in den richtigen Modus. Das wird auch an der Oberseite noch gekennzeichnet, welchen Modus es sich gerade befindet. Wir machen weiter mit F1 2020, einem Spiel, das aktuell noch nicht das True Force System unterstützt. Das Lenkrad wird auch nicht als G923 erkannt, sondern als G29 aktuell. Ich gehe allerdings davon aus, vielleicht auch wenn ihr das Video schon anguckt später, dass das True Force wahrscheinlich bald unterstützt wird als Funktion. Das Force Feedback etc. ist wie gewohnt auf den Punkt bei F1 2020 und natürlich man merkt alles, man merkt die Curbs, man merkt den Gegendruck beim Fahren, eigentlich genau wie es sein soll, genau schon wie beim G29 und das Ganze ist ja auch gibt ja auch ein wirklich gutes Fahrgefühl. Wo ich noch nichts gesprochen habe drüber, das sind die Pedale. Die Pedale sind ja identisch zum G29 und ich merke auch jetzt bei mir, ich merke jetzt keinen Unterschied. Vor allen Dingen nicht am Gas oder am Kupplungspedal. Ich glaube, dass das Bremspedal ein wenig mehr Gegendruck erfordert beim Abbremsen, was eine gute Sache ist, weil ein Bremspedal braucht entsprechenden Gegendruck, damit man einfach ein Gefühl hat für die Bremse, wie weit man auch gehen kann in den Grenzbereich rein. Ich denke, ich habe so das Gefühl, ich glaube auch, dass eine verbesserte Feder verbaut worden, allerdings eben nur eine Feder, da ist es auch kein Load Cell Kit oder was ähnliches verbaut, sondern einfach eine ganz normale Feder. Nichtsdestotrotz mag ich die Pedale. Die Pedale sind schön groß ausgelegt und gut schwer. Das heißt, die sind relativ stabil, selbst wenn man sie nicht anschraubt. Man kann sie anschrauben natürlich. Oder man kann sie eben im Teppich verankern mit eben einer Teppichkralle, nenne ich sie mal. Einfach so eine ausfahrbare Kralle, wo sich das Wheel eben entsprechend einkrallen kann. Wie ihr auch hört, ja, F1 hat natürlich auch wieder dieses typische Geschepper, das man auch schon vom G29 kennt und das jetzt eben hier genauso wieder am Start. Nichtsdestotrotz, es hat auch wieder ein gutes Fahrgefühl. Und zuletzt schauen wir jetzt noch rein in Grid, dem Codemasters-Spiel von 2019, denn Grid unterstützt auch das True Force System und das lässt sich sogar ziemlich genau in den Optionen konfigurieren.
Denn dort wird das Lenkrad bereits erkannt und hier kann man eben das Logitech TrueForce aktivieren und sogar in 3 verschiedenen Werten justieren. Entsprechend wird das auch in Vibration zusätzlich umgemünzt. Allerdings wirkt es jetzt bei Grid nicht ganz so ausgereift wie beispielsweise in einem Assetto Corsa. Ich fand jetzt bisher von den getesteten Titeln, Assetto Corsa Competizione hatte die beste Umsetzung von dem TrueForce. Aktuell wird auch noch am PC das Ganze mit iRacing unterstützt. Damit habe ich es jetzt noch nicht getestet, das System. Kommen wir zum Fazit des G923, des, ich sag mal, verbesserten Modells zum G29. Denn vieles an diesem Wheel ist genauso wie beim G29. Das fängt an im Äußeren. Das Wheel ist äußerlich genau dasselbe. Genauso die Pedale sind identisch. Es gibt nur einige Änderungen eben im Detail. Beispielsweise die Pedale haben eine verbesserte Feder, das Bremspedal zum Beispiel. Das Wheel hat identische Motoren, allerdings eben dieses neuartige TrueForce. Und mit dieser Technik spürt ihr eben, wie erwähnt, Vibrationen am Lenkrad, die ihr vorher eben nicht gespürt habt. Obendrauf zu den bisher bekannten Force-Feedback-Effekten. Und das ergibt eigentlich einfach ein verbessertes Spielgefühl und nochmal eine verbesserte Immersion im Renncockpit. Die TrueForce-Technik wird bisher nur von wenigen Titeln unterstützt und die beste Immersion hatte ich bisher in Assetto Corsa Competizione, das eben das beste Renngefühl da zusätzlich vermittelt. Zusätzlich on top quasi zum normalen Force-Feedback-Effekt. Ich hoffe natürlich, wie gesagt, mehr Spiele werden das in Zukunft unterstützen. Nichtsdestotrotz ist das Lenkrad natürlich kompatibel mit den meisten Rennspielen, vor allen Dingen auch auf der PS4 oder natürlich jetzt auch auf dem PC. Und jetzt kommen wir zum Problem vom G923, denn ohne TrueForce-Unterstützung fühlen sich alle Rennspiele an wie an einem G29-Lenkrad. Und das Problem ist aktuell, dass das G29-Lenkrad sehr, sehr günstig im Handel zu haben ist und ich glaube, dass das G923, wenn das rauskommt, teurer sein wird. Und zum offiziellen Preis, das sind knapp 400 Euro, würde ich fast schon wieder zu einem anderen Lenkrad greifen. Es sei denn, der Preis fällt, weil dann ist das Gerät ein rundum gelungenes Einsteigerlenkrad. Es gilt genau dasselbe wie beim G29. Es ist für Einsteiger extrem überzeugendes Lenkrad, das jetzt eben zusätzlich eben dieses nette TrueForce-Feature hat, das eben euch jetzt nicht schneller macht, aber das eben, wie gesagt, ein bisschen mehr Stimmung aufkommen lässt in Sachen Rennatmosphäre. Letztlich bleibt die Frage, ob das G923 empfehlenswert ist. Und da würde ich sagen, es kommt auf den Preis an. Es kommt darauf an, auf welchen Preis sich das Gerät pegelt. Wenn das 400 Euro kostet, fände ich es zu teuer. Wenn es runtergeht, sagen wir mal 100 Euro günstiger, dann sind wir schon auf jeden Fall dabei, wo ich sagen könnte, jawohl, das ist genau das Richtige, womit man schön im Simracing loslegen kann. Und was jetzt auch noch die Frage ist, wie viele Spiele werden TrueForce unterstützen? Weil wenn es da zu wenige Spiele gibt, ist aktuell das G29 nach wie vor die bessere Wahl, weil es eben günstiger ist. Und das ist jetzt erstmal mein erster Eindruck und mein erster Test von dem G923. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video oder mehrere Videos machen mit diesem Lenkrad. Auch natürlich vielleicht auch Vergleichsvideos mit dem G29 im direkten Vergleich, wie die sich anfühlen. Ich werde das Ding natürlich auch gerne vergleichen mit anderen Lenkrädern von Konkurrenzherstellern wie Fanatec und Thrustmaster. Das, meine lieben Leute, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es war hilfreich. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren und ein Gefällt mir dalassen. Wir sehen uns dann gerne beim nächsten Mal wieder hier auf diesem Kanal. Macht's gut. Bis dahin.